Guten Abend miteinander. Besten Dank, dass ich hierher kommen konnte. Mein Name ist Andreas Merki. Ich habe 20 Jahre in der Raumfahrtindustrie gearbeitet, habe mich dann 2018 früh pensionieren lassen und habe das Buch geschrieben. Das Buch über die Apollo 11 Mondlandung, die eben gar nie stattgefunden hat. Vielleicht für die jüngere Generation, was war die Mondlandung? Das war 1969, haben die Amerikaner eine ganz grosse Rakete starten lassen. Die Rakete ist tatsächlich gestartet und haben dann gesagt, oben innen hocken 3 Astronauten. Allen Indizien nach sind zwar nicht drin gewesen. Und die Rakete, die sei dann um die Erde herumgeflogen, hat einen Kurs Richtung Mond genommen. Auf dem Mond sind 2 Astronauten gelandet. Es hat dann eine Direktübertragung gegeben, eine beschissene, wo die halbe westliche Welt vor dem Fernsehen gestanden ist. Dann sind die Astronauten wieder zurückgeflogen und als man dann gesehen hat, ist, wie ihre Kommandokapsel im Wasser geschwommen ist nach der Wasserung und die Astronauten dann wieder rausgesprungen sind. Also das wäre die erste Mondlandung bemannt überhaupt. Was ich euch heute mitgeben will, das sind 3 Beispiele von massiven Falschinformationen zu früheren Ereignissen, die auch helfen sollen, Corona besser zu durchschauen. Wie bin ich da dazu gekommen? Etwa 2007 hat mich im Geschäft ein Verkäufer auf dem Gang angesprochen und hat gesagt, du Andreas, bist du eigentlich sicher, dass die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind? Er hat gesagt, er lese da Bücher und es gäbe so einen Haufen Widersprüche und Beweise fänden wir auch keine. Und ich habe eigentlich zuerst hier in die Ecke der Verschwörungstheoretiker abschieben und weiterlaufen. Ich bin dann gleich stehen geblieben und es hat sich ein Gespräch ergeben. Er hat mir viele Sachen mitgegeben. Und ich habe dann 2 Jahre später in einer Broschüre vom Verkehrshaus Luzern wieder so ein Mondbild gesehen, wo die Landschaft überhaupt nicht nach Mondlandschaft ausgesehen hat. Ich habe im Verkehrshaus geschrieben, die haben mir zurückgeschrieben, es hat sich einen gewissen Briefwechsel gegeben, aber das hat sich einfach nicht wegdiskutieren lassen, dass die Landschaft falsch ausgesehen hat. Ich habe dann eine Homepage eröffnet, habe publiziert, habe auch wissenschaftliche Publikationen gemacht und am Schluss ist das Buch rausgekommen. Kurz zusammengefasst kann man sagen, 1969 sind die Amerikaner hinten und vorne technisch nicht in der Lage gewesen, auf den Mond zu fliegen und dort zu landen. Sie sind es übrigens auch heute noch nicht. Ich werde jetzt aber nicht auf die technischen Details eingehen. Ich werde euch nur das Bild zeigen, wo die 3 Helden, die 3 Astronauten, der in der Mitte ist der Neil Armstrong, das erste Mal nach dieser Wasserung, wo sie zurückgekommen sind, der Presse vorgeführt worden sind, wo sie von ihrer Heldenreise haben können berichten. Ich glaube, ihr Gesichtsausdruck sagt alles. Ist noch spannend, 2019 haben wir ja 50 Jahre Jubiläum gehabt. Dort hat das Schweizer Fernsehen sehr häufig von dieser Mondlandung berichtet. Und sie haben auch mal Skeptiker zu Wort kommen lassen. Und dort bin auch ich einmal zum Zug gekommen. Im 10 vor 10 hat Cornelia Bösch eingeführt. Dann ist ein Video-Interview mit mir, wo der Videojournalist Christian Rentsch bei mir die Heimen aufgenommen hat. Das war so wie fair. Und dann ist ein willfähriger, der Professor Wurz von der Uni Bern zu Wort gekommen, wo mein Hauptargument, ich kann eigentlich nur eins dafür bringen, zu Boden geredet hat und gesagt, das stimme natürlich nicht. Also die Amerikaner seien durchaus in der Lage gewesen, so wie beschrieben, die Mondlandung durchzuführen. Er hat also dann den wissenschaftlichen Stempel darunter gegeben. Es ist spannend, bei Corona, der Faktencheck, den das Schweizer Fernsehen gemacht hat, ist nach dem genau gleichen Muster abgelaufen. Auch dort, 10 vor 10, Cornelia Bösch hat eingeführt. Dann ist ein Ausschnitt aus einem Video-Interview von Dr. Wodarg. Dr. Wodarg ist ja einer von den Ärzten, der sehr früh schon gut aufgeklärt hat zu der Corona. Und nachher auch wieder ein Switch zu der Uni Bern, dort der Virologe Volker Thiel.
und ein Epidemiologe, Richard Neher von der Uni Basel, die dann den wissenschaftlichen Standpunkt dargelegt haben und erzählt haben, wie doch der Dr. Wodarg ein unverantwortlicher Typ sei, dass er die schlimme Corona-Pandemie mit einer Grippe etwa gleichstelle. Mondlandung wird ja manchmal auch als Mutter aller Verschwörungstheorien bezeichnet. Für mich war sie ein Türöffner zu weiteren globalen Ereignissen. Der Begriff Verschwörungstheorie, mit dem will man ja die Leute davon abhalten, weitere Fragen stellen und selber zu denken. Alle Mainstream-Medien machen da mit, also die grossen Zeitungen, Tagesanzeiger, NZZ, Blick, 20 Minuten und auch Schweizer Fernsehen. Der Begriff Verschwörungstheorie, der ist erstmal so richtig gebraucht worden beim Kennedy-Mord. Der Kennedy, das ist ein amerikanischer Präsident, sehr ein beliebter. 1961 ist er gewählt worden und er hat 3 Monate nach seiner Wahl, am 27. April, ich weiss das darum so genau, weil da hat meine Frau Geburtstag, hat dort eine Rede gehalten und hat vor einer weltweiten Verschwörung gewarnt, die im Hintergrund agiere. Die Verschwörung, die setzt sich aus Geheimdienst, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammen. Heute reden wir eher vom Deep State und Teile davon sind auch schon genannt worden, nämlich Illuminati, Freimaurer oder Bilderberger. Dem Deep State hat die Rede wahrscheinlich nicht gut gefallen, denn der Kennedy ist 1963 auf einer Wahlkampftour im offenen Auto erschossen worden. Offiziell hat es geheißen, es sei ein Einzeltäter, der Lee Harvey Oswald, der von einem Feister von hinten geschossen hat. Aber alle Indizien sprechen dafür, dass er von mehreren Seiten gleichzeitig verschossen worden ist und das Ganze vom CIA inszeniert worden ist. Ich selber habe in der Schule sogar einmal noch einen Vortrag gemacht aufgrund von einem Zeitungsartikel, der beschrieben hat, wie die Einschussstellen und die Schusskanäle im Körper von Kennedy verlaufen. Die Kugel hätte so viel Zickzackweg machen müssen, dass es eigentlich gar nicht möglich war, dass das von einem Einzeltäter aus passiert ist. Der Daniele Ganser hat übrigens einen guten Vortrag gemacht über das Ganze. Wer sich jemand dort vertiefen will, kann man dort hineinhören. Jetzt noch ein drittes Beispiel, das einfachste. Das ist der 11. September 2001 oder 9/11. Die offizielle Geschichte heisst ja, dass dort 2 Flüger gekommen sind und in 2 Hochhäuser geflogen sind. Die 2 Hochhäuser sind zusammengefallen. Was aber viele nicht wissen, das ist noch ein drittes Hochhaus, ein dritter Wolkenkratzer zusammengefallen, wie er eben nur zusammenfällt, wenn er gesprengt wird. Und das ist das World Trade Center Nummer 7. Das ist 200 Meter hoch, das ist gleich hoch wie der Rostturm in Basel. Der Prime Tower in Zürich, der ist 126 Meter, also ist immer noch fast doppelt so hoch wie der Prime Tower. Die offizielle Erklärung war, dass es in einem unteren Geschoss ein Feuerchen hatte und dass die Stütze dann weich geworden ist. Aber wenn man weiss, dass ein Gebäude mit einem Stahlskelett, wenn eine Stütze kaputt geht, dann geht das nicht zusammen. Und wenn es aufgrund von einer lokalen Deformation zusammen würde fallen, dann würde es vielleicht schwanken und es auf die Seite fallen, aber nie so in sich zusammenstürzen, wie das eben da passiert ist. Ich habe einen Film mitgebracht, wo man das sieht. Da links ist das World Trade Center 7 noch sichtbar, wo es noch steht. Dann rechts ist es am Zusammenfallen, etwa 3 Sekunden nach der Sprengung. Was man da noch schön sieht, da rechts, da hat's noch so ist es ein bisschen unscharf. Das sind Reste von Sprengwölkchen, die man dann gut sieht, wenn es zusammengeht. Ich lasse den Film jetzt laufen. Man sieht das aus verschiedenen Perspektiven. Da sind jetzt die Sprengwölkchen rechts. Es ist immer die gleiche Sequenz, einfach aus verschiedenen Blickwinkeln, wie das zusammengeht. Also das kann nur eine kontrollierte Sprengung sein.
Seither akzeptieren wir viel mehr Kontrolle über uns. An einem Flughafen dürfen wir kein Wasser mehr mitnehmen, wir bekommen den Bodyscanner, wir geben viel mehr Daten über uns preis und die Kontrolle über den Bürger hat massiv zugenommen. Und ich denke, um das ist es auch bei diesen Ereignissen gegangen, die Kontrolle über den Bürger weiterhin überzukommen. Was noch spannend ist, 2001 ist auch Wikipedia gegründet worden. Und Wikipedia ist auch ein Instrument vom Mainstream, um uns zu kontrollieren. Dort hat es Aufpasser, die löschen blitzschnell etwas, das dort nicht reinpasst. Ich habe das selber erlebt. Ich habe zu der Mondlandung einen Teil von einer Studie von einer Universität in England dort gepostet. Das war nach 18 Minuten gelöscht. Mit der Begründung, ich habe nicht beleidigt, woher ich das habe. Ich habe selbstverständlich die Referenz angegeben und weil die Begründung so grob falsch war, habe ich die Löschung rückgängig gemacht. Dann ist es nach 2 Minuten gegangen, bis mein Artikel wieder gelöscht war und ich bin als Autor gesperrt worden. Da sieht man, die Autoren von Wikipedia, die arbeiten koordiniert zusammen, die arbeiten so schnell, dass man muss denken, die werden für ihre Arbeit bezahlt. Was können wir aus diesen 3 Ereignissen lernen? Alle, Mondlandung, Kennedy-Mord, 9/11 ist nie wirklich aufgeklärt worden. Es gibt keinen Untersuchungsbericht, der diese Sachen untersucht. Da schließt sich darauf, dass es eben der Deep State, der die Fäden im Hintergrund gibt, wirklich, den muss es geben. Weil, wenn der Bush das nicht aufgeklärt hat, ist er nachher der nachfolgende Präsident Obama gewesen, von der anderen Partei. Er hätte ja Licht ins Dunkel bringen, aber das hat er nicht gemacht. Das heisst, er ist genau gleich unter den Knuten von dem Deep State. Also alle Präsidenten, Bundesrat, Regierung, Marionetten und Medien, die sind Marionetten von dem Deep State. Sonst müssten sie ja eigentlich, oder irgendein paar müssten da Wahrheit interessiert sein. Und der Deep State, der agiert bösartig gegen das Wohl der Menschheit. Jetzt auch die Corona-Pandemie, die ist nach dem gleichen Muster aufgebaut, wie die 3 Verschwörungstheorien, die ich vorher angesprochen habe. Und es gibt ja auch bei der Corona-Pandemie das Etikett Verschwörungstheorie, also auch da soll man nicht nachdenken. Und wenn man eben jetzt weiss, dass auch die Corona-Pandemie eine Deep State-Aktion ist, dann kann man die Vorgänge, die da passieren, viel besser einordnen. Die Bösartigkeiten, Foltern von Kindern mit der Maske, die sind gewollt, sind kein Nebeneffekt. Und wenn jemand gerade von ihr wisst es vielleicht, aber jetzt von euren Freunden Beweis für Medienlügen braucht, dann zeigt er, wenn das WTC-Einsturz vom WTC 7, das ist eindeutig das Einfachste, das eigentlich jeder sofort müsste erkennen. Lasst euch nicht durch das Etikett Verschwörungstheorie davon abhalten, selber zu denken und lasst euch euren gesunden Menschenverstand nicht ausreden. Danke.